Heute bei den Lately News kann einer Studie der Universität Oxford nach das Spielen von Videospielen die psychische Gesundheit positiv beeinflussen. Der Studie nach schätzen sich Gamer, die dabei Animal Crossing und Plants vs. Zombies spielten, als zufriedener ein. Allerdings muss dazu bemerkt werden, dass die ursprüngliche Studie abgebrochen werden musste, weil der Call of Duty Warzone und Fortnite als Grundlage dienen sollten. Denn wie sich herausstellte, verkürzt jedes Battle Royale Spiel die psychische Gesundheit eines Gamers um 40 Jahre. Pro Runde. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt dafür, einer der wenigen Überlebenden des Untergangs der Titanic gewesen zu sein. Aber auch nur, weil ich mein eigenes motorisiertes Rettungsboot dabei hatte, so wie ich auch bei jedem Flug meine eigene Cessna dabei habe. Sicher ist nun einmal sicher. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Monitor auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Portsmouth, wo dieses Rettungsboot der Titanic es dann doch noch in den Hafen geschafft hat. Nur um zu überleben, musste das Rettungsboot auf seiner langen Reise Unfassbares machen und hat deswegen alle seine menschlichen Insassen gegessen, um überleben zu können. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen Top Gun Maverick, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos gelandet ist. Und fast so zeitnah wie jeder Zug der Deutschen Bahn nur 45 Tage später bei Paramount Plus zu sehen ist. Jedenfalls dreht sich Top Gun Maverick endlich um das Wichtigste im Leben: echte Männerfreundschaften, die definitiv nicht schwul sind, auch wenn es so aussieht, wenn der 70-jährige Tom Cruise wieder mit nacktem Oberkörper 60 Minuten lang mit 20-jährigen Beachvolleyball spielt. Nur ist der jugendliche 80-jährige Tom Cruise jetzt der Ausbilder des Sohnes seines besten Freundes Goose, was den jung gebliebenen 90-jährigen Tom Cruise quasi zu dessen Goose-Mother macht. Oder mehr dreht sich der Film auch wieder nicht. Aber das passiert nur einmal, wenn man Konrad Lorenz das Drehbuch zu dem Film schreiben lässt. Na, mal schauen, ob es an seinen Vorgänger Hotshot, die Mutter aller Filme, herankommt. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Wir sind bekanntlich nicht nur die Hauptstadt der besten Currywurst, die hinter dem Obi Neukölln, sondern auch Welthauptstadt des Döners. Nicht umsonst hat den vor knapp 750 Jahren Mustafa Döner Kebab Müller erfunden und nach sich benannt, wie man das damals halt so machte. Wie auch Ernst Littfass und der nach ihm benannten Littfass-Säulen, die immer noch die beliebtesten Stellen für Hunde und Besoffene zum nächtlichen Urinieren und angelehnt dran einschlafen ist. Oder auch der amerikanische Supermagnat Joe Twitter, Sony, Microsoft, Intel Broflovski. Nur hat die Polizei in Berlin-Neukölln, dem H-Town eines jeden Döners, einen 34-jährigen Mann festgenommen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, weil dieser auf den Gepäckträger einen 40 Kilogramm schweren Döner gebunden hatte, den er zuvor aus einem Dönerladen gestohlen hatte. Hier ein Foto des Mannes. Verstörend war für die Beamten, dass dieser immer wieder drohte, dass er den Bürgermeister, einen gewissen Mayor McCheese, kennen würde und sie es bereuen würden, ihn festzuhalten. Derweil in London. Da ich immer alle meine Schlüssel verlege, habe ich mir angewöhnt, einfach alle Türen in meiner Villa und meinen Autos offen zu lassen. Nun könnte man natürlich einwenden, wie ich ohne Autoschlüssel meine Autos starten will. Dafür habe ich immer einen Spandauer Autoschlüssel bei. Komischerweise habe ich den noch nie verloren. Zumindest
wäre das vielleicht auch eine Lösung gewesen für Napoleon, der in dessen Schlüssel zu dem Zimmer, in dem er 1821 starb, wird nun bei Sotheby's versteigert. Was schon mal eine ziemlich schräge Auktion ist. Juhu, ich habe den Schlüssel zum Zimmer, wo Napoleon gestorben ist, ersteigert, würde vermutlich nur der Duke von Wellington rufen. Allerdings löst der Schlüssel auch wieder eines der ältesten Rätsel Napoleons auf, nämlich warum Napoleon immer eine Hand in seiner Weste hatte, um den Schlüssel festzuhalten und nicht zu verlieren. Sollte ich vielleicht auch mal so machen, hätte ich nicht meine Weste auch schon lange verloren. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche. Ist dieses Mal zum neuen Top Gun Maverick, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos gelandet ist. Oder wer sich für bescheidene 5 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, um diesen dann dort kostenlos nachstellen zu können. Allerdings selbstverständlich nicht in einer F-14 Tomcat wie Tom Cruise und auch nicht in einem Tornado, da der letzte funktionierende leider beim Transport verloren gegangen ist, sondern in einer Seifenkiste in Castrop-Rauxel, dem Florida Deutschlands und Europas Atomendlager. Aber eines muss man Tom Cruise auch im neuen Top Gun wieder einmal zugute heißen: er macht seine Stunts selber. Auch wenn die mittlerweile etwas seltsam aussehen, wenn er mit einem Rollator aus einem Bus steigt, der sich mit knapp 300 mm pro Stunde bewegt. Nur hat sich auch dieses Mal wieder gezeigt, dass das Failing Hollywood diesen Film leider nur vollgestopft hat mit Fake F-14 Tomcats. Nämlich den guten aus den besten Greenscreen Studios Hollywoods. Zudem ist die Version von Danger Zone von Kid Rock eher eine Bürde, verlesen, zum Würgen. Deshalb sei gewarnt, Top Gun Maverick, die dunkelrote Lately News Kinokarte an dich, die wiederum bedeutet, dass der nächste Teil dann erst in weiteren 40 Jahren kommt, wie auch bei der Bundeswehr der nächste einsatzfähige Tornado. Frühestens. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.